Guten Tag, also ich bin und als ich 16 Jahre alt war, habe ich mich dem IS angeschlossen. Kann man alles gerade wieder vergessen, weil ich habe auch gerade meinen Namen gesagt. Also mein Leben davor war, habe dort eine Ausbildung gemacht, hatte eine eigene Wohnung, hatte einen Hund und hatte gut Geld verdient, mehr oder weniger als damals 15-, 16-Jähriger. Aber es hat halt doch dann irgendwas gefehlt, also was mir zwar nicht bewusst war, das fehlt. Es war halt bei mir nochmal so erschwerend, kam halt dazu die ganzen familiären Umstände bei mir, die halt so sehr schwierig waren. Das waren so Faktoren, die das natürlich irgendwie dann begünstigt haben, dass ich nach Liebe und Familie gesucht habe. Und dann habe ich das plötzlich bei diesen Leuten dann gefunden, dieses Familie und dieser Zusammenhalt. Das war ein alter Schulfreund von mir, den ich seit Jahren nicht getroffen hatte, und dann habe ich dem mal geschrieben. Habe ihm gesagt, Bruder, wie geht's dir? Was machst du so? Lass uns mal treffen. Dann haben wir uns auch getroffen, und er kommt ja nicht mit einem Schild, so Achtung, ich bin radikal. So, das sagt er selber nicht, sondern er stellt sich als normalen Muslim vor. Und dann kommt man ins Gespräch und er erzählt über den Islam, ich erzähle, was mir wichtig war, etc. Und dann gefangen haben sie mich mit Familie und Liebe, aber dann behalten haben sie mich mit der Ideologie. So. Es war, glaube ich, dieser Zusammenhalt, diese Familie, diese vermeintlich bedingungslose Liebe. Ich habe meine Brüder, und man hat sich auch so angesprochen, die haben mir auch von Anfang an gesagt, ey, jetzt bist du konvertiert, du bist Muslim. Alle Muslime, alle Frauen im Islam sind deine Schwestern und alle Männer im Islam sind deine Brüder. Und das war gleich so ein familiäres Gefühl. Weil er ja von Anfang an radikal war, hat er mich auch nur in so radikale Kreise mitgenommen. Also hatte ich gar keinen Vergleich, so was ist normaler Islam, was ist der radikale Islam, sondern für mich war dieser Islam der normale Islam. Also es war so, dass ich in meiner radikalen Zeit schon sehr viel über Syrien gehört habe und über Irak und was die Amerikaner damals gemacht hatten, als sie in den Irak einmarschiert sind, schlimme Taten etc. Und dann hat das in mir Hass aufgebaut. Und bis ich dann irgendwann gesagt habe, die in Syrien, die brauchen Hilfe, dann muss ich dorthin. Und dann hat man sich natürlich informiert, wie kann man das dann machen, wie komme ich denn nach Syrien. Das hat mir diese Moscheegemeinde, in der ich war, diese radikale Hinterhofmoschee, die haben mir das dann organisiert und dann Geld gegeben. Ich bin zum Flughafen, habe mir ein Ticket gekauft und bin dann nach Istanbul geflogen. Und von dort aus dann weiter, ich habe eine Telefonnummer gehabt, bin von dort aus mit einem Kollegen, mit dem ich geflogen bin, nach Gaziantep gefahren, also so 16 Stunden Busfahrt ungefähr. Und in Gaziantep angekommen, hat uns dann der IS abgeholt und dann nach Syrien geschleust über die grüne Grenze. Es ist so, dass man, wenn man im IS ist, erhält man eine Kampfausbildung, und am Ende dieser Kampfausbildung wird man dann einer Einheit eingeteilt. Und mit dieser Einheit geht man kämpfen, geht man keine Ahnung was machen, lebt mit dieser Einheit und schläft dort. Meine Aufgabe war, wenn bombardiert wurde, sind wir auch immer dorthin gefahren, wo bombardiert wurde. Und das war dann quasi mein Alltag. Immer darauf warten, bis irgendwo Bomben fallen, dorthin fahren, Erste Hilfe leisten, die Leute, Verletzte einsammeln und sonst den ganzen Tag nur rumfahren. Und ja. Das Bild von den Helden ist so zu bröckeln begonnen, als ich gesehen habe, wie Leuten die Hand abgehackt wird, wie sie foltern, wie sie Tote schänden, wie sie die Leichen schänden, wie sie Leute umbringen. So, ich meine, wenn jemand umgebracht werden sollte, habe ich mir damals gedacht, dann soll man das mit einem Kopfschuss machen, so dann ist vorbei. Aber dieses schlimme Foltern, dieses qualvolle Umbringen, so das waren immer wieder Momente, wo ich mir dachte, das kann nicht richtig sein, was ihr macht. Als ich dann selber schwer verletzt wurde, hatte ich dann erstmal Zeit bekommen, im Krankenhaus darüber nachzudenken, Revue passieren zu lassen, was dann alles passiert ist. Und dann war das so, dass ich das als zweite Chance von Gott gesehen habe, dass ich überlebt habe, sodass ich dann mir gedacht habe, ich will dort nicht bleiben, ich möchte nicht bei solchen bleiben, die das einfach alles andere als für den Islam sich einsetzen. Im Gegenteil, die haben dem Islam so geschadet und den Muslimen. Und was heißt geschadet? Die haben Muslime auch zu unzähligen umgebracht. Und dann das war halt so ein Prozess, wo ich mir dann gedacht habe, das ist nicht richtig und ich möchte weg von dort. Ich hatte unglaublich große Angst abzuhauen und dass ich erwischt werde vielleicht und dass ich danach vielleicht, keine Ahnung, enthauptet werde oder sonst was. Das war eine Riesenangst, die ich hatte. Aber ich wollte es riskieren, weil ich wollte einmal weg von dort. Es hat durch eine Lüge geklappt. Ich habe dem IS gesagt, ich möchte mich in der Türkei behandeln lassen, medizinisch, weil die in Syrien mich nicht ausreichend behandelt haben und ich habe Schmerzen. Und das haben die mir dann zum Glück geglaubt, und so durch eine Lüge quasi haben die mich dann offiziell in die Türkei einreisen lassen oder halt ausreisen lassen. Und ja.
Habe mich dann im österreichischen Konsulat in Istanbul gestellt, bin zurückgeflogen, wurde dann verhaftet in Wien und dann ab ins Gefängnis. Und dann saß ich erst mal ein paar Jahre, hatte in dieser Zeit auch sehr viel Zeit zum Nachdenken gehabt natürlich und auch Therapie erhalten und auch Deradikalisierung. Quasi dann gelernt, was gibt es denn noch für einen Islam und was sagt denn der eigentliche Islam zu den Werten und zu den Vorstellungen, was der IS predigt. Und es war halt dann im Zusammenhang und in der Arbeit mit Derad und mit Musa, der mir halt dann quasi einen anderen Islam beigebracht hat. Aus meiner Sicht war das so wie eine zweite Religion, weil das, was ich beim IS gelernt habe und was mir auf einmal von Derad beigebracht wurde, waren so zwei ganz unterschiedliche Dinge. Extremismusprävention ist der Versuch, in den verschiedenen Bereichen der Prävention Menschen Angebote zu machen, weltanschauliche, um zu verhindern, dass sie selber zu, wenn man es so nennen will, Opfer werden von extremistischen Ansichten, die letztendlich zu Gewalt verleiten oder Gewalt legitimieren oder zu Gewalt auffordern. Mit den Betroffenen fällt ebenfalls auf, ganz allgemein, dass die ursächlichen Hintergründe, warum Personen da hineinkommen, extrem unterschiedlich sind. Zu den sogenannten oder in der Literatur beschriebenen und auch erforschten Push-Faktoren, also den antreibenden Faktoren, gehören auf jeden Fall unterschiedliche Formen von Marginalisierung, von Ausgrenzung, von sich fremd fühlen, nicht dazugehörig fühlen, nicht anerkannt fühlen, Frustrationen, die auftreten. Das können wirtschaftliche Gründe sein, soziale Gründe, psychische Gegebenheiten, Erfahrungen in der Familie, in der Nachbarschaft. Auf der anderen Seite ist es so, dass trotzdem die Gemeinsamkeit am Ende ist, dass alle diese Personen irgendwo einen Bruch im Leben hatten oder eine Situation, wo sie irgendwie keine Perspektive gesehen haben. Was dann wiederum von den Menschen, die die Pull-Faktoren bedienen, also die sozusagen Erlösung anbieten oder einen Ausgleich anbieten, genutzt wird. Und diese Pull-Faktoren der Radikalisierung ist dann eben das weltanschauliche Angebot, das Angebot zu einer Gemeinschaft zu gehören, wo man eben diesen unangenehmen Umständen des Lebens entkommen kann. Wie kommt man raus? Das ist erstens mal, alles ist tailor-made, das heißt zugeschnitten auf die einzelne Person. Die Leute, bei denen es gut funktioniert hat, das waren vor allem Leute, bei denen man auf mehreren Ebenen eigentlich Perspektive und sozusagen Fortschritte erzielen konnte. Das heißt, wo einerseits an der Ideologie gearbeitet wurde, sie weltanschaulich Dinge überdacht haben, dass diese Personen tatsächlich Ansprechpartner brauchen, die ihre Weltsicht, ihre Feindbilder oder die Ideale, die sie haben, verstehen, um tatsächlich auch Alternativen anbieten zu können. Auf der anderen Seite man es geschafft hat, dass sie wieder familiär oder sonst wo untergebracht wurden, wo man es geschafft hat, dass sie wieder Jobperspektive bekommen. Vielleicht auch Wiedergutmachung, dort wo er einen Schaden angerichtet hat. Auf jeden Fall das Gefühl, dass er Teil dieser Gesellschaft sein kann. Und es reicht natürlich auch nicht, einen dieser Bereiche zu bespielen und zu hoffen, dass die anderen sich irgendwann von selber erledigen, sondern man muss das also quasi gleichermaßen immer im Blick behalten. Mein neuer Freundeskreis, den ich jetzt habe, ich habe die kennengelernt, quasi ohne dass, ich bin nicht mit offener Tür ins Haus gefallen. Ich habe nicht gesagt, ey, hör zu, ich war beim IS und ich bin so und so und so und so. Sondern ich habe ihnen erstmal Zeit gegeben, dass sie mich kennenlernen, dass sie merken, wie bin ich heute, wer bin ich heute, was bin ich heute. Und im Nachhinein, Schritt für Schritt, als sie dann mich schon kannten, wie ich heute bin, habe ich gesagt, Jungs, hört zu, habe einen nach dem anderen, habe ihnen erklärt, so, das ist meine Vergangenheit, so und so. Und die haben es auch verstanden, also die kannten mich ja schon, die wussten, dass ich heute nicht mehr so bin, weil die mich ja schon kennengelernt hatten zu dem Zeitpunkt. Und natürlich gibt es immer wieder Leute, die das auch mit kritischen Augen dann sehen und was ich auch verstehen kann. Aber also ich bin weg von dieser Ideologie. Im Gegenteil, ich arbeite sogar sehr stark dagegen. Und also ich versuche andere Leute aufzuklären und ja, habe ich leider die beste Ausbildung, die man haben könnte. Also ich habe es halt selber durchgemacht. Ich weiß, wie man ist als Radikaler. Ich weiß, wie man argumentiert als Radikaler. Ich weiß sogar, was ich eigentlich vielleicht gebraucht hätte, dass ich damals nicht so radikal gewesen wäre. Und ja, ich könnte da vielleicht durch meine Geschichte auch Leute erreichen, die zu Hause das dann sich ansehen, die davon hören und sich vielleicht Gedanken machen über meine Geschichte und vielleicht selber damit auch irgendwie Berührung und Kontakt hatten mit solchen Fällen. Und ja, das ist so die Absicht, dass ich vielleicht anderen Leuten ein bisschen helfen kann, die Augen öffnen kann.